bin Fabienne Pianzola, bin seit fast mittlerweile 10 Jahren Psychomotoriktherapeutin. Ich habe vor 10 Jahren die Ausbildung an der HFA gemacht, nachdem ich ein Jahr Praktikantin war. Und seitdem ist mir eigentlich noch nie ein Tag langweilig gewesen. Ich mache das sehr, sehr gerne. Mein Name ist Leonie Habertür, ich bin Psychomotoriktherapeutin. Ich habe vor 7 Jahren an der HFH die Ausbildung abgeschlossen und arbeite seitdem hier in Hofteren. Ich finde den Beruf sehr lässig, er ist sehr vielfältig und braucht ein bisschen Flexibilität, aber man kann extrem viele verschiedene Sachen, ist in verschiedenen Arbeitsbereichen tätig und das gefällt mir so gut an diesem Beruf. Heute empfängt Leonie Habertür als erstes 2 Primarschülerinnen im Therapieraum. Sie bauen einen Geschicklichkeitsparcours nach einem Plan der Therapeutin. Schau mal da. Für Leonie Habertür bedeutet jedes Kind, jede Therapiestunde eine neue individuelle Aufgabe. Als Psychomotoriktherapeutin braucht es wirklich viel Flexibilität und man ist gefordert, auch spontan zu reagieren. Wichtig ist einfach, dass wir sicher immer die Schwerpunkte der Kinder im Kopf haben und egal wohin das es nachher leitet, wir eigentlich immer wieder reinkommen mit diesen Schwerpunkten und sie dort dann auch abholen und fördern, wo sie es eigentlich brauchen. Die Kinder gehen häufig und haben das Gefühl, sie haben die ganze Stunde bestimmt, aber eigentlich haben wir sie schon dort hingeleitet auch, dass sie vielleicht das Material ausgewählt haben, aber gleich an ihren Themen nachher geschafft haben, warum sie eigentlich auch hier in die Psychomotorik kommen. Vor jeder Therapie braucht es eine diagnostische Abklärung. Ich mache die Abklärung meistens am Mittwochnachmittag, wo die Mami oder der Papi, manchmal auch beide Eltern, mit den Kindern hier reinkommen. Gewisse Eltern bleiben dann auch gerade da und schauen zu. Und dann mache ich mit einem Kind, das hier reinkommt, je nach Anmeldung, eigentlich ein standardisiertes Abklärungsverfahren. Häufig ist das der MABC, der Aufgaben hat im Bereich von der Grobmotorik, von der Feinmotorik, auch von der Graphomotorik, wo man wirklich so ein bisschen alles sieht. Und zwischen den Übungen und während der Übungen sieht man natürlich auch ganz viel anderes. Zum Beispiel, wie geht es an eine Aufgabe an, wie geht es mit Frustration, wenn etwas halt nicht klappt. Wie ist die Arbeitshaltung von einem Kind? Kann es konzentriert dran sein? Sucht es auch immer den Kontakt zu den Eltern oder zu mir? Einfach diese Sachen sieht man wirklich ganz viel, abgesehen von den motorischen Sachen, während dieser Abklärung eigentlich. Ich bin jetzt hier im Kinski. Da komme ich alle 4 Wochen am Morgen in die Prävention, wo ich die Kinder im 2. Kinski unterstützen tue, damit ihnen dann nachher in einem Jahr der Schreiberwerbsprozess einfacher fällt, wenn sie in die Schule kommen. Kommt ihr mit? Ja! Okay, los, laufen wir los! Wenn ich in Kinski gehe, dann kommen immer der Bruno und der Vincent mit. Das sind 2 Elefanten. Und durch das sind die Kinder sehr motiviert am Mitmachen, weil sie da, sich irgendwie identifizieren mit diesen Elefanten. Ich unterstütze sie im Kinski in der Stifthaltung, unterstützen, in der Motorik, also in der Feinmotorik, was Fingerbeweglichkeit betrifft, und Strichführung und Formerfassung, damit sie mit einem guten Rucksack in die Schule können. Neben der Prävention im Kindergarten arbeitet Fabienne Pianzola auch mit Schülern und Schülerinnen. Im Therapieraum im Schulhaus kann sie über Bewegung und Spiel ressourcenorientiert auf die Kinder eingehen. Wenn wir Sequenzen am Tisch machen, wird dort zum einen die Graphomotorik verbessert, aber zum anderen hat es dort auch andere Komponenten drin, wie gehe ich an eine Arbeit an, wie löse ich ein Blatt, wie gut kann ich mich konzentrieren. Das heisst, es werden ganz viele Faktoren mehr angeschaut als nur gerade die Strichführung oder der Buchstabenablauf. Zürich. Hier befindet sich die Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. Sie bietet ein praxisnahes Teil- oder Vollzeitstudium in Psychomotoriktherapie an. Psychomotoriktherapie an der HFH zu studieren hat ganz sicher seine Stärken. Es ist einerseits, dass die Ausbildung hier an der Hochschule für Heilpädagogik sehr interdisziplinär ist. Also man macht zwar die Ausbildung zur Psychomotoriktherapeutin, hat aber gleichzeitig auch Veranstaltungen mit den angehenden Logopädinnen und Logopäden,
Das heisst, man lernt da wie man dann im Berufsfeld schafft. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit ist ganz wichtig. Ich denke, das ist eine der Stärken. Dann ist es in der Deutschschweiz quasi, haben wir das Monopol. Es ist der einzige Ort, wo man die Ausbildung machen kann. Rund ein Viertel bis ein Drittel von der Ausbildung ist praxisbezogen. Man geht in Praktikum, aber auch man hat Praxis hier vor Ort an der Hochschule. Wir haben hier Therapie-Lehrpraxis, wo die Studierenden direkt zum Beispiel mit Kindern bereits erste Erfahrungen machen und dann von Dozierenden supervidiert werden. Über eine Kamera kann die Klasse beobachten, was während der Therapiesequenz im Nebenraum passiert. Anschließend diskutieren die Studierenden die Therapielektion ihrer Mitstudentin und werten die Beobachtungen zusammen mit der Lehrperson aus. Von den Studierenden wird diese Form der Lehrveranstaltungen sehr geschätzt. Am Studium gefällt mir, dass es recht abwechslungsreich ist. Und sehr wichtig ist, dass es recht praxisnah ist. Also das Studium ist schon recht praxisorientiert. Also jetzt im Vergleich zum universitären Bachelor, ich meine, man hat Praktika in verschiedenen Settings, man hat praktische Kurse, man tut selber Sachen ausprobieren, in der Kinderrolle, in der Therapeutenrolle. Also es ist schon viel angewandter. Aber wir haben natürlich auch Theorie, wo wir Bücher lesen müssen und Entwicklungstheorien lernen und verstehen. Also es ist recht vielseitig. Das Studium an der HFH ist attraktiv und praxisnah. Die theoretischen Grundlagen und fundierten berufsspezifischen Kompetenzen werden immer wieder durch praktische Erfahrungen vertieft. So können die Studierenden auf spielerische und spaßige Art lernen, wie durch die zentrale Bedeutung der Bewegung die emotionale, soziale und motorische Entwicklung gestärkt werden kann. Module im kreativen Bereich, wie zum Beispiel bildnerisches Gestalten und Tanzimprovisation, ergänzen das Studienangebot. Was sicher man muss mitbringen, ist, dass man eine grosse Bewegungsfreude muss haben, wo man ist ja auch in der Praxis selber immer in Bewegung und im Spiel man muss gerne spielen. Und ein Interesse an Menschen haben, also wirklich sich freuen, mit Begegnungen, neue Begegnungen zu haben. Das ist nicht nur mit Kindern, das ist auch mit den Erwachsenen, mit den Eltern. Die Freude, sich einfach offen zu sein und können Kontakt einzugehen. Weiter ist es auch gut, dass man bereit ist, sich mit der eigenen Biografie auseinanderzusetzen, dass man aus dem eigenen Kind, wo man ja war, auch lernen kann, wie man mit anderen Kindern arbeitet. Ja, ich denke, dass es wichtig ist, eine grosse Empathiefähigkeit mitzubringen. Dann, dass man motorisch sicher auf der Höhe ist, vielleicht auch gewisse Sportarten gemacht hat, wäre sicher nicht schlecht. Und dass man die Fähigkeit hat, in eine andere kindliche Welt einzutauchen. Zurück im Therapieraum von Leonie Habertür. Mit diesen beiden Buben plant sie heute ein Rollenspiel. Park, das wissen wir nicht, oder? Das weiss doch am besten der Fabio gerade. Nein. Du wärst der einzige Gorilla. Die Kinder übernehmen dabei die Rolle von Tieren in einem Tierpark. Die Therapeutin ist die Parkwächterin. Rollenspiel setzt sich vor allem ein bei Schwerpunkten im Bereich des Selbstkonzepts oder auch von der sozialen Kompetenz. Wenn sie Mühe mit der Perspektivenübernahme sich in ein anderes Kind hineinfühlen oder so, dann können vielleicht auch Kinder, die ganz scheu sind, ängstlich sind, übernehmen dann vielleicht mal die Rolle von einem Leu und erleben sich dann mal mutig und kräftig und stark und gefürchtig. Also sie können wirklich in eine andere Rolle schlüpfen, die ihnen sonst vielleicht gar nicht entspricht. Auch das Führen von Elterngesprächen gehört zu den Aufgaben einer Psychomotorik-Therapeutin, sowohl vor als auch während der Therapie. Dazu kommen Fachgespräche. Auch sie gehören zum Alltag von Fabienne Pianzola und Leonie Habertür. Sei es in Ad-hoc-Situationen oder während Sitzungen mit Lehrpersonen und anderen Fachpersonen. Eine Psychomotorik-Therapeutin ist keine Einzelkämpferin. Für diesen Beruf ist es wichtig, dass man auf der einen Seite gerne selbstständig schafft und auch für sich selber kann Verantwortung übernehmen für den Job. Und auf der anderen Seite aber auch, dass man ein Teamplayer ist, dass man gerne sich auch in einem Team bewegt. Psychomotorik ist sehr nahe bei uns an der Schule angesiedelt. Die Lehrpersonen kennen natürlich das Angebot, die kennen die Therapeutinnen, die schätzen die auch sehr. Sie sind sehr schnell zu erreichen für Fragestellungen und das Angebot wird sehr häufig auch genutzt.
Ich denke jetzt gerade im Hinblick dann auf den Lehrplan 21, der in der ganzen Schweiz jetzt startet im Sommer, wird das noch mehr Gewicht haben, weil Psychomotoriktherapeutinnen auch wirklich gut ausgebildet sind im Bereich von der Entwicklung des Kindes. Also, wo steht denn ein Kind jetzt in der Entwicklungsstufe? Das wird für die Lehrpersonen eigentlich wie ein bisschen neu sein, das Denken. Und da können Psychomotoriktherapeutinnen sicher ganz viel den Lehrpersonen Inputs geben. Das Angebot Präventionsturnen, ein Angebot für Kinder mit sprachlichen und motorischen Auffälligkeiten, hat Fabienne Pianzola zusammen mit der Logopädin ihrer Schule entwickelt. Nicht nur in der Praxis, sondern auch während der Ausbildung an der HFH arbeiten diese beiden Fachbereiche interdisziplinär zusammen. Wir üben motorische Grundvoraussetzungen mit den Kindern, immer verbunden mit der Sprache, also mit dem Ausdruck, mit dem Wortschatz, weil wir finden, dass es sehr viele Kinder gibt, die Überschneidungen aufweisen, also sowohl in der Psychomotorik als auch in der Logopädie auffallen. Und wir gefunden haben, wir wollen die Kinder ganzheitlich fördern. Als Therapeutin kann man viel mitgestalten. Auch Leonie Habertür hat diese Möglichkeiten genutzt. Zusammen mit anderen hat sie ein Psychomotorik-Lehrmittel entwickelt und unterrichtet nun Lehrpersonen und andere Therapeuten darin. Wenn man nachher im Arbeitsalltag ist, kann man sich trotzdem weiterentwickeln. Wir haben zum Beispiel jetzt gerade veröffentlichen wir unser zweites Lehrmittel. Ich gebe mit 2 Kolleginnen zusammen Kurs, Weiterbildungskurs für Lehrpersonen, auch für Psychomotorik-Therapeutinnen. Man kann aber auch Praktikas leiten. Also es gibt da wirklich auch noch Möglichkeiten, um sich weiterzuentwickeln. Der Beruf lässt sich gut mit dem Familienleben vereinbaren, bietet Raum für eigene Ideen und es gibt ein breites Weiterbildungsangebot. Es sei der schönste Beruf der Welt, zumindest für Fabienne Pianzola und Leonie Habertür. Noch schöner ist er, wenn für einmal ein Therapiekind zum Lehrer wird. Dieser Junge bringt anderen Schülern Fadentricks bei, die er in der Psychomotorik lernte. Er schlüpft in die Rolle des Experten und profitiert so gerade ein weiteres Mal von der Therapiestunde. Ich würde sicher noch ganz viele Jahre mehr Psychomotorik-Therapeutin bleiben. Ich finde es einen wahnsinnig abwechslungsreichen und spannenden Job. Ich finde den Beruf lässig, weil die Vielseitigkeit einfach so gross ist. Und man weiss nie, was auf einem zukommt. Die Flexibilität, die es braucht und einfach so die Vielseitigkeit, die Zusammenarbeit mit Eltern, mit Lehrpersonen, mit Fachpersonen, schätze ich so. Und nachher aber auch wirklich so die Arbeit mit den Kindern, wo einem so in die Realität holt.